Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute koche ich einen Reiskuchen mit Sauersahne-Dip. Dieses Rezept, wenn du siehst, ersten Augenblick, ist ein Wow aus. Schön und lecker. Dieses Rezept kann man auch mit gekochter Restreis oder mit Restkartoffeln. Also, machen wir jetzt anfangen. Reiskuchen habe ich 3 Schichten. Reisschichten und Grünschichten und eine rote Schichten. Reisschichten habe ich gekochte Basmati-Reis, Vollkorn, Tortilla, Zucchini, Kartoffeln, Mandelmus, Kartoffelsteak, Salz und Pfeffer. Grüne Schicht habe ich Naturtofu, Edelhefeflocken, Sojasahne, Äpfel, Mandelschlagcreme, Tamari. Rote Schicht habe ich Yakonsirup, Olivenöl, rote Paprika, Aubergine, Kapern, getrocknete Tomaten, Tomatensauce und Thymian. Zuerst mache ich rote Schicht. Ein bisschen Olivenöl in Pfanne. Und schneide ich Paprika. Paprika alles schneide ich ca. 1 cm Würfel. Muss nicht ganz groß. So, die Paprika in die Pfanne geben. Ca. 3 Minuten anbraten. Zwischenzeit schneide ich Aubergine. Aubergine auch in 1 cm Würfel. Und Aubergine dazu. Aubergine ca. auch 4-5 Minuten anbraten. Und schneide ich ein bisschen Kapern. Kaperngeschmack ist sehr würzig. Für diese rote Tomatensauce ist sehr lecker. Und getrocknete Tomaten auch. Fein hacken. Und jetzt Kapern dazu und getrocknete Tomaten auch. Noch ca. 2 Minuten rüsten. Weiter, lass Tomatensauce dazu. Ca. 10 Minuten kochen lassen, bis das Wasser ein bisschen verlahmt ist. Weiter ein bisschen Thymian. Die ist sehr gut, diese Thymian-Geschmack habe ich sehr gerne. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer würzen. Yakonsirup. Am Schluss noch Thymian. Also, rote Schicht ist fertig. Lasse ich in eine Seite. Weiter mache ich die grüne Seite. Und das Sojasahne in den Mixer geben. Grüne Äpfel. Tamari-Sauce. Alle zusammen pürieren. Das ist fertig. Weiter mache ich die Tofu. Einfach kaputt machen.
Und das ist Mannenschlagercreme auf Sojana. Diese Firma ist in der Schweiz, aber er lief auch in Deutschland oder Österreich. Und ein bisschen noch Hefeflocken. Kartoffelsteak. Das hilft, diese Masse kann man gut verbinden. Noch Salz. Und Schwarzpfeffer. Und diese grüne Soße dazu führen. Zusammen gut mischen. So, dieser Teil ist fertig auch. Lassen wir es sehen. Weiter mache ich Reisteig. Zucchini mache ich grob reiben. Weiter Kartoffeln. Dieses Rezept nehme ich Festkochkartoffeln. Festkochkartoffeln wegen, ich habe ein bisschen mehr Stärke und das kann man gut verbinden. Und Kartoffeln, ich mache ganz fein reiben. Und das Reis dazu. Und Kartoffelstärke. Das hilft, diese Reis kann man gut zusammen verbinden. Und Bananenmus. Also, das alles zusammen gut mischen. Noch ein bisschen Salz, Pfeffer abschmecken. Drei Schritte jetzt ist fertig. Weiter mache ich die Kuchen. Die Formel habe ich schon eingefettet. Zuerst mache ich die Tortilla in die Bohlen. Das für das Reiskuchen kann man heben kann. Die Reis mache ich zweiten Teil. Mache halbieren. Erster Teil in den Boden geben. Und diese nachher brauchen noch. Und gut verteilen. Und zweiter ist der grüne Teil. Alle dazu. Auch schön verteilen. Weiter diese Restreis, alle zusammen auf den grünen Teil oben. So, Reis auch fertig. Am Schluss ist diese rote Farbe in Topping. Also, das ist fertig. Und diese Kuchen machen ist sehr wichtig, ist jeder Schritt muss abschmecken. Wenn nicht abschmecken, fertig gebacken, nachher kann nicht mehr ändern, Geschmack. So, jetzt lasse ich in den Backofen ca. 20 Minuten backen und dann Hitze nochmal reduzieren, nochmal 20 Minuten. In der Zwischenzeit mache ich eine leckere und einfache Dip. Saure Sahne in eine Schüssel führen. Und ein bisschen Chilito. Für das Sauersahne nicht ganz sauer. Sojasahne ist für diese Dip nicht ganz dick, mache ein bisschen dünner. Und frisch Basilikum. Fein schneiden. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer würzen. Zum Seitstellen und dann kann man anrichten. Reiskuchen ist fertig. Wow!
Diese Reiskuchen, ein bisschen mediterran Geschmack und innen noch ein bisschen zwischen cremig, noch mit dem Reisstück in den Mund. Das ist ein sehr runder Geschmack, ist sehr lecker und ganz anders, oder? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Tschüss.